Einen wunderschönen guten Tag hier heute aus Hamburg. Und das Projekt C63 geht endlich weiter. Ich freue mich. Es war ja jetzt mal ein paar Monate ein bisschen Stillstand hier. Folie haben wir schon drauf. Und jetzt geht es dem Wagen an den Innenraum. Und wenn ich vom C63 spreche, dann meine ich dieses Brett hier. Ich bin heute bei Night Factor in Hamburg und da werde ich... verrückte Dinge werden hier passieren. Verrückte Dinge. Hey Pancho, wie geht's dir? Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Denn ich bin gespannt, was die Jungs und Mädels da so vorhaben. Denn ich weiß noch gar nicht so recht, was mich erwartet. Ich habe nämlich gesagt, macht einfach. Macht mit dem Auto, was ihr wollt. Und ich denke, ich werde am Ende so oder so zufrieden sein. Hi Basti. Sophia, hi. Setz dich gerne gleich ins Auto, fahr einmal hinten in die Halle und dann legen wir schon direkt los. Mach ja? du. Super. Alles klar. Perfekt. Dann schaut euch mal gemeinsam das Schmuckstück an. Genau. Dann gucken wir am besten noch mal rein. Das ist immer, ich glaube, am besten, wenn man das vor Ort am Fahrzeug beschriftet. Geh mal vor. Ich bin ja so ahnungslos hergekommen. Und sehr schön. Deswegen, was macht ihr? Was wird hier jetzt rausgenommen? Was wird neu gemacht? Was ist der Plan? Na, wir möchten natürlich nicht zu viel verraten, aber es wird definitiv schon mal sein. Einmal das Lenkrad. Also das Lenkrad werden wir einmal bearbeiten. Und dann einmal die komplette Sitzanlage. Was macht ihr am Lenkrad? Fangen wir mal da an. Am Lenkrad werden wir natürlich einmal den Bezug entfernen. Wir werden das einmal wieder fein säuberlich schleifen. Anschließend werden wir das Ganze mit Carbon veredeln. Also alles, was jetzt da Leder ist, wird Carbon sein? Nee, nicht alles. Also man sieht das ja hier an den Sicken schon. Das heißt, wir werden auch die Sicken dafür nutzen, gewisse Teilbereiche des Lenkrades einmal in Carbon zu veredeln. Also so wie das bei dem neuen AMG-Lenkrad ist. Also hier dann macht ihr Carbon und hier wahrscheinlich dann Alcantara, oder? Korrekt. Ah, das ist richtig, wie beim neuen AMG, nur besser und schöner. Ne? Das ist gut. Das ist gut. Ja. Wir würden das dann dementsprechend anpassen, so wie wir es optisch haben möchten. So, dass es ein Einzelstück ist und so kein zweites Mal geben wird. Das wird es sowieso, weil, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir werden hier noch etwas sehr Schönes oben mit einbauen, ein LED-System. Über die Funktion werden wir uns dann bei der Abholung dann nochmal genauer unterhalten. Passiert dann auch hier mit dieser Spange dann noch was? Die Spange könnten wir tatsächlich nochmal bearbeiten. Ich würde empfehlen tatsächlich, ob wir das vielleicht in Schwarz lackieren, Hochglanzschwarz. Ja. Das sieht immer sehr edel aus, gerade in der Kombination mit dem Carbon, mit dem Alcantara. Und dann setzen wir das mit einer richtig schönen Farbnaht ab. Wir werden passend dazu auch nochmal die Sitzanlage anpassen. Deswegen habe ich gleich mal einen Silberstift dabei. Ich denke hier tatsächlich an ein hochwertiges Alcantara. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein bisschen was gerade zur Hand. Wir haben graues Alcantara, hellgraues Alcantara, also eher so schon fast Silber. Dann haben wir Blau. Und das ist so das Alcantara, was man üblicherweise aus der Automobilindustrie kennt. Ja. Das ist Alcantara Schwarz. Hat aber immer einen leichten Graustich. Ist das jetzt auch von der Struktur her ein bisschen... Es ist ein bisschen anders. Also gerade Mercedes benutzt ab Werk ein anderes Material. Es nennt sich Dynamica. Ja. Wir benutzen tatsächlich Alcantara. Ist nochmal ein Tick hochwertiger. Von der Aufmachung her einfach reißfester und ist in der Materialbeschaffung der Oberfläche wesentlich stabiler. Ja. Ne? Und dementsprechend würden wir das natürlich verwenden. Ich würde die Mitte gern mit Karo-Mustern, also mit so einer Art Doppel-Karo-Muster gleich belegen. Ja. Das wird richtig cool aussehen. Das kann man nicht mehr wegmachen, nur dass ihr Bescheid wisst. Kommt ja eh raus. Ja, geht dann ungefähr so rüber. Wird dann ungefähr so aussehen. Also bitte nicht an meine Zeichenkünste halten. Ja. Da habe ich damals schon in der Schule immer eine ganz schlechte Note gehabt. Das zeige ich dir aber gleich nochmal. Auch diese Naht hier, die kommt dann weg. Also diese ganze Fläche ist dann in diesem Diamantenmuster. Korrekt, genau. Und diese Nähte sieht man dann nicht mehr, diese AMG-typischen... Richtig. Wir können den Sitz natürlich dann komplett modellieren, aber ich würde auch hier tatsächlich dann das Alcantara beibehalten. Das ist auch immer schön. Es ist wesentlich, also es ist einfach rutschfester. Also auch gerade wenn man so mal ein bisschen Kurve fährt, ist das einfach wesentlich entspannter auch vom Sitzen im Sommer und im Winter. Wichtig ist, dass wir das Grundkonzept wissen. Wir möchten außen Leder, wir möchten innen Alcantara und dann werden wir da was Passendes für finden. Okay. Ja? So, wir haben ein Lenkrad, wir haben Sitzflächen. Korrekt. Also klassischerweise kennt man Carbon ja in diesem dunklen braun-grauton oder halt schwarz, wie man es kennt. Hier würde ich tatsächlich eher mal Farbe benutzen. Also, dass wir so ein bisschen Farbe reinbringen. Diese Farbe wird sich dann auch wieder in den Nähten widerspiegeln. Okay, das heißt, Carbon habt ihr auch unterschiedliche Farben da?
Klar, wir haben die Dekorleiste, also einmal die beiden Leisten, die haben wir natürlich dementsprechend auf der anderen Seite. Dann haben wir die lange Leiste bei dem Modell und natürlich einmal die Mittelkonsole, das heißt die Mittelkonsole also inklusive Fach. Das, was hier so wunderschön staubig gerade ist. Also das heißt, ihr werdet hier auf jeden Fall eine Menge rausreißen. Ich hoffe doch. Und dann würde ich mir einfach mal angucken, was ihr da jetzt so an Farben habt. Das würde mich natürlich mal interessieren. Also Carbonfarbe finde ich super spannend. Können wir direkt vorne gucken? Wir haben ja vorne unseren Showroom. Da bist du ja vorhin schon mal durchgelaufen. Aber auf dem Weg dorthin können wir gleich nochmal an den Garnsorten einmal halten und dann können wir uns die Farben auch nochmal angucken. Alles klar. Obwohl ich würde tatsächlich gar nicht zu sehr auf die Farbe von der Folie eingehen. Okay. Weil die ist ja doch relativ eher, wie soll ich sagen, so pastellig. Und die Folie, die kann man ja doch recht schnell wechseln. Aber die Nähte und alles, was ihr jetzt macht, dann eben nicht mehr so schnell. Deswegen würde ich dann, wenn ihr doch irgendwas mit Blau machen wollt, wahrscheinlich eher so ein knalliges, dunkles Königsblau. Hier haben wir doch schon Königsblau. Dann habe ich, jetzt mal eine Idee. Ich nehme das jetzt einfach mal draus. Weil ich denke, das wird trotzdem gut aussehen und auch später, wenn die Folie abgemacht werden würde, finde ich, sieht dieses Blau auch immer sehr gut zu weiß aus, weil der Wagen ist ja original weiß. Das stimmt. Auch cool, ne? Guck mal, was man hier alles machen kann. Hier so eine Alcantara-Schale. Genau, Schüsselschalen. Also einige benutzen als Schüsselschalen, einige als Obstschale. Die ist geil. Wie auch immer. Jo, GTI hier. GTI-Muster. Genau. Ich stehe voll auf Alcantara, ne? Also wenn es nach mir ginge, ich würde meine komplette Wohnung... Wobei, das ist jetzt nur Stoff. Ja, aber hier, das wäre ich bin ja eher Fan davon. Ich würde meine komplette Wohnung in Alcantara beziehen. Wir möchten ja auch nochmal ein Armaturenbrett machen. Was ja natürlich auffällt bei der C63, ein super schönes Auto, aber die Mittelkonsole, ich sag mal, der obere Bereich des Armaturenbretts sieht sehr langweilig aus. Also alles oberhalb von hier, genau. von den Knöpfen. Hier wird ja dein Navigationssystem sitzen, das heißt, wir würden sozusagen ab dem Bereich dann den oberen Teil übernehmen. Und dann auch Alcantara? Den würde ich auch immer in Alcantara. Das finde ich ja schön. Das sieht halt super, das sieht halt immer super schön aus und wenn man die Tür aufmacht, hat man halt immer so, wo man sagt, irgendwie verliert sich das Auge so ein bisschen dabei, weil man sagt, ey, das sieht super cool aus. Ja, zumal ich müsste jetzt mal kurz ein Bild nochmal einblenden. Ich weiß gar nicht, was der jetzt aktuell da drin hat. Ich glaube Kunststoff oder so ein Kunstleder. Ja, es kommt immer auf die Ausführung an, aber meistens ist es bei den 63er Modellen immer, dass so eine Art Kunstlederschaum verwendet wird. Der fühlt sich auch relativ hart an, also nach so einer Art Hartplastik. Ja. Hier sieht man übrigens mal, was so geht, unter anderem. Ne? Also ich glaube, ihr könnt ja jeden Wunsch erfüllen. Wenn ich jetzt hier noch ein pinkes Blümchen haben möchte in blauen Nähten, geht alles. Geht alles. Aber guck mal hier, also hier haben wir zum Beispiel mal so, Leder ist was wahrscheinlich, ne? Echtes Leder. Genau, wir haben jetzt Leder verwendet, also Glattleder. Mit orangenen Akzenten, auch hier unten orangenes Leder und orangene Nähte. Schauen wir doch mal ganz kurz hier drüben, das finde ich nämlich auch spannend, hier diese Wand. Hier haben wir nämlich unterschiedliche Lenkräder. Also hier finde ich das auch cool, hier sieht man sogar diese Rautensteppung im Lenkrad. Finde ich mega schön, wenn man jetzt wirklich das Lenkrad komplett aus Alcantara nimmt. Mit Carbon fände ich das wieder too much. Also da muss man ja auch immer gucken, dass man so ein bisschen, am liebsten will man wahrscheinlich alles haben. Aber es sieht am Ende wahrscheinlich ein bisschen zu viel aus. Aber wenn man jetzt nur diesen Lenkradkranz macht... Achso, und hier oben habt ihr dieses LED-System? Genau, unser altes LED-System, das nutzen wir heute nicht mehr, weil das neue System einfach wesentlich mehr hergibt. Das hier ist dann wahrscheinlich eher so in die Richtung, was ihr dann bei mir fahrt? Genau, korrekt. Also genauso. So mit so blauen Nähten auch? Ja, korrekt. Sticht nicht so krass hervor wie jetzt irgendwie so dieses Acid Green dahin oder so, obwohl ich das auch schön finde. Aber nicht bei dem C63. Das muss dann in einem Sportwagen sein, der richtig schon so auffällig ist. Das Blau finde ich schön dezent. Guck mal, das ist auch Carbon jetzt hier? Das ist auch Carbon? Das sieht aus wie so Reflektoren. So, wie am Fahrrad, weißt du? Ja, hast du recht. Aber guck mal, was es für Carbonstrukturen gibt. Das ist ja super letztendlich ist es ja nur ein Gewebe. Ne? Und mittlerweile kann man das Gewebe, so wie man hier sehen kann, viele verschiedene Gewebesorten nehmen und Arten. Genau, die Sitzgestellverkleidung an den Seiten. Das lässt den Sitz auch wieder direkt so viel hochwertiger aussehen, weil das sonst auch alles immer in diesem billigen Plastik so gemacht leider wird. Ja. Damit man nur mal sieht, was es für unterschiedliche Carbonstrukturen alleine gibt. Das ist so das, worüber wir vorhin drüber gesprochen haben, dass dem Klarlack Farbe mit beigemischt wird. Ne? Ja. Dann haben wir halt einen gewissen Ton, den wir haben möchten. Da würden wir natürlich versuchen, genau diesen Ton der Garnfarbe zu treffen. Ich habe jetzt hier nochmal ein Carbonstück. Wie wir sehen, das ist schön eingefärbt. Also man sieht es vom Ton her passt es nicht, aber wir würden es dann natürlich dementsprechend das würde dem sich Ton tatsächlich beißen. Ja, aber es wird trotzdem, also wenn man sich jetzt das in das vorstellt, dann ist alles perfekt. Ja, also ihr kriegt da jede Farbe hin, die man möchte? Klar, natürlich. Wir haben vorhin
mit dem Silberstift ja ein bisschen was auf deinen Sitz gekritzelt. Aber damit das so ein bisschen mehr Hand und Fuß hat, würde ich dir gerne einfach mal so zeigen. Und zwar würde ich die hier nehmen. Oh, das ist auch das Erste, was mir gerade ins Auge gesprungen ist. Und hier vielleicht sogar als Idee, du sagst ja ein weißes Auto, wir haben blauen Garn. Vielleicht nehmen wir den sogar als doppelt. Also, dass wir sagen, wir nehmen jetzt als Beispiel so ein Doppel mit weiß. Also sprich diese Linie blau und die daneben weiß. Genau, also dass sie sich sozusagen kreuzen, dass wir so eine Art einen optischen einfach... Sieht bestimmt geil aus, oder? Es sieht super geil aus. Also ich weiß, wir haben es schon mal für ein Projekt gemacht. Ich darf leider noch nicht zu viel davon verraten, aber ich habe es gesehen und ich war echt baff, muss ich sagen. Also es hat mich lange nichts mehr so geflasht, es sah halt super hochwertig aus. Ist natürlich immer schwierig, sich das vorzustellen, jetzt an hier so einem braunen Leder, genau. Aber wir haben ja schwarzes Alcantara, darauf dann blaue und weiße Nähte in diesem Diamant, Doppeldiamant. Genau. Was macht ihr sonst noch so alles? Also Interieur, Carbon, Alcantara, was bekomme ich, was habe ich für Möglichkeiten bei euch? Also generell bekommst du bei uns alles. Also sprich, du kommst mit einer Idee hierher und sagst, ich hätte mein Auto gerne optisch so, hab da als Beispiel eine schöne Felge gesehen und irgendwie war das Auto auch ein bisschen tiefer, dann kümmern wir uns um Gesamtkonzepte. Das heißt, wir erstellen ein Gesamtkonzept, nicht nur vom Innenraum her, sondern auch Felgen, Fahrwerk. Wir machen ja auch im Innenraum natürlich noch Dachhimmel, Sonnenblenden oder sehr kleine Teile. Also wahrscheinlich alles, was man im Innenraum sieht, kann theoretisch man wahrscheinlich alles beziehen. Theoretisch, genau. Theoretisch alles, was im Innenraum ist, kann irgendwie bezogen werden. Selbst bewegliche Teile. Da muss man immer natürlich gucken, ist das denn so realisierbar? Das ist immer die Frage. Aber bei uns gibt es erstmal kein Nein, sondern eher ein Ausprobieren. Macht ihr auch Teile? Wir machen auch Außenteile. Also wir machen ja zum Beispiel Carbon, also relativ viel Carbon außen. Ja. Ansonsten im Außenbereich sonst weiter nichts, aber eher Carbon-Flaps, Carbon-Spoiler, Carbon-Diffusor, das sind halt so unsere Steckenpferde. Gerade in der Kombination mit Felge, Tieferlegung, dass so eine Art Gesamtkonzept von einem Auto entsteht. Um das Ganze einfach so ein bisschen besser darzustellen, damit wir von diesem Braun wegkommen, habe ich jetzt einfach mal ein Stück Alcantara mitgebracht. Wir stellen uns das jetzt hier Genau, wir stellen uns das so ein bisschen vor und nehmen jetzt einfach mal die beiden Nähte. Vielleicht können wir das mal so legen, dass das dann irgendwie so aussehen wird, dass sich dann blau mit weiß dann sozusagen kreuzen wird. Und ja, das wird, glaube ich, richtig cool aussehen. Vielleicht kriege ich den nochmal so. Ah, guck mal hier. Ja. So. Ja, so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Genau, dass man so einen Überblick dafür bekommt, so circa, genau. Also es wird auf jeden Fall super Ich glaube, das sieht richtig gut Definitiv. aus. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier schon so die Materialien. Einmal weißes und königsblaues Garn. Genau. Dann dieses schwarze Alcantara. Genau. Fühlt sich sehr schön an. Ich liebe einfach Alcantara. Ja, Carbon, was jetzt aber noch nicht die finale Farbe sein wird, aber diese Struktur hier, diese typische Carbon-Struktur, die man halt so kennt. Vielleicht kann man die Struktur hier sogar noch ein bisschen besser erkennen, einfach nochmal heller. Das reflektiert auch ein bisschen. Aber dann halt in dieser Farbe. Genau. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. So, machen wir jetzt schon ein bisschen was raus? Also ich bin auch gespannt. Ich würde sagen, ja, machen wir. Aufschrauben, rumschrauben, alles, was ihr so macht, so wie üblich. Möchtest du mitmachen? Ja. Weil du warst ja schon so energisch. Ich kann zugucken und Anweisungen geben. Genau, damit bin ich sehr gut. Okay. Ja, können wir machen. Also ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Lenkrad an. Ja. Na, schauen wir mal. Gut. Going up, going up, going up, going up, going up, going up. Get it that I'm never going up, going up, going up, going up, going up, going up. So ihr Lieben, es wird natürlich noch einiges passieren, das werden wir jetzt hier nicht in einem Video zusammenbekommen, deswegen wird aus jedem Prozess ein einzelnes Video entstehen. Also vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr das nicht verpasst, denn wir machen hier mehrere Teile draus, mehrere Folgen, damit ihr einfach diesen ganzen Prozess auch zu sehen bekommt. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch in den nächsten Folgen dabei seid. Folgt gerne Night Factor, ich habe es hier unten verlinkt. Also wenn ihr irgendwas an eurem Fahrzeug machen wollt, egal was, hier werden euch alle Wünsche erfüllt und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ciao. Okay, läuft. Ja, du musst mitmachen. Echt? Ja, Teleshopping ist ja immer 2. Hallo und herzlich willkommen beim Night Factor Channel. Heute wieder zu Gast Dennis. Nee, ich bin ja der Gast. Heute wieder zu Gast ich bei Dennis. Was haben wir heute hier im Angebot? Ja, du, ich kann dir auf jeden Fall nur so viel sagen. Ich habe da mal was vorbereitet. Wow! Die ist für dich. Oh mein Gott! Und die habe ich eben gerade noch für mich gemacht.
Jetzt muss die Zahl da unten sein, wo die Ziffer dann nur noch unten läuft, weil die so schnell verkauft werden. Genau, wir haben nicht mehr viele im Angebot, also jetzt zuschlagen. Der Dennis, der macht sich jetzt daran, schon die nächsten zu produzieren. Ich bin schon fleißig an. Ja.